hier zu wohnen, aufzuwachen, den Vögeln hinterher zu gucken, wirklich in der Natur zu sein, obwohl ich nur eine Viertelstunde vom Ostkreuz entfernt bin. Ich kann jeden Tag schwimmen und mache das auch an, ich würde sagen, 300 Tagen im Jahr. Also das ist einfach wahnsinnig schön. Ich bin Kerstin und seit 9 Jahren lebe ich hier auf einem alten, umgebauten Marineschiff mitten in Berlin. Quasi hier kommt mein Schiff rein, also von draußen. Es gibt auch noch einen anderen Eingang von Land, aber der ist gerade versperrt. Und ja, das heißt, man kommt hier rein. Das ist gleichzeitig auch Küche. Das heißt, man kann hier einen Tisch aufbauen, hat hier eine Herdplatte, Herdplatten, 2 sogar. Man kann dann, wenn man will, kochen. Also das ist im Schiff sowas, was sehr typisch ist, dass man einfach immer guckt, wie kann man den Platz bestmöglich ausnutzen. Wenn ich zum Beispiel wirklich viele Gäste habe, dann kann man eben auch hier noch kochen und Sachen vorbereiten oder bei Seminaren Salate hinstellen, was auch immer. Also es ist so ein, ja, und das ist quasi der Eingangsbereich mit Garderobe, mit Kaffeemaschine, ganz wichtig. Und dann geht es hier ins Bad. Und das Bad hat eine kleine Dusche auch. Das heißt eigentlich, so klein ist die gar nicht. Also im Winter habe ich warmes Wasser, das wird vom Pelletofen gemacht, im Sommer nicht, aber ich springe sowieso 80% des Jahres in die Spree. Und ja, von daher ist die Dusche eher für die Gäste als für mich. Ursprünglich wollte ich gar nicht unbedingt auf einem Boot leben. Ich habe mir gewünscht, an einem Ort zu sein, wo Menschen eine Weile mit mir mitleben können. Ich habe viele junge Menschen in meinem Bekanntenkreis, die sagten, oh Kerstin, wie du dein Leben lebst, finde ich ziemlich cool. Ich würde gerne einfach mal ein paar Wochen bei dir sein. Und dann habe ich auch erlebt, andere Menschen, die nach einer Lebenskrise irgendwie einen Ort brauchen, wo sie sein können, die nicht unbedingt Therapie brauchen, aber irgendwo einen Ort, wo sie sich neu orientieren können. Und dann habe ich gedacht, boah, ich hätte gern einen Raum, wo ich die Menschen willkommen heißen kann, eine Weile mit mir mitzuleben, ein paar Tage, ein paar Wochen. Und habe zuerst nach Wohnungen gesucht und die waren unbezahlbar. Und dann habe ich einen Bootsbauer kennengelernt und der sagte, er kann Schrottkähne zu Hausbooten umbauen für einen Spottpreis. Das war dann in der Realität nicht ganz so, aber auf die Art und Weise bin ich dann zu dem Boot gekommen. Und hier geht's ins WC. Das ist meiner Ansicht nach wahrscheinlich das Klo mit der schönsten Aussicht in Berlin. Es gibt noch eins, wo man den Zoo sieht, aber das finde ich super. Und das Tolle ist, ich habe eine Komposttoilette. Das heißt, unter der Toilette ist ein riesiger Tank. Und alles, was gemacht wird, wird kompostiert. Und man kann sogar auch Gemüsereste, Zwiebeln, Zwiebelschalen, alles mit reinwerfen. Und der Tank hat 2 Teile. Das heißt, zuerst landet alles im frischen Tank. Nach ein paar Monaten schiebt man das nach hinten. Hinten kompostiert es fertig. Und dann hat man Gartenerde, in die man Blumen und Gemüse setzen kann. Und dann kann man wieder sozusagen das Frische wieder nach hinten ziehen. Also ein bisschen, eigentlich ist es nicht schlimm. Also die Erde rausholen ist total easy und das nach hinten ziehen macht man halt mit einem Gerät. Also mit einem Spaten oder einem Spachtel. Und ja, und das finde ich eigentlich ein super System. In normalen Haushalten braucht man 70 Liter Trinkwasser pro Tag für Toilettenspülung. Das finde ich völlig, völlig verrückt. Und das heißt, dass in einer Woche 700 Liter oder in einer Woche 600 Liter Wasser, die einfach nur ins Klo gehen. Und sich das sparen zu können, finde ich absolut toll. Also ich liebe es total, Dinge zu haben, die man irgendwie, ja, die wiederverwendet sind oder alte Sachen, die habe ich mal geschenkt bekommen und dachte, das ist perfekt für eine Lampe. Oder ich habe hier im Wohnzimmer, habe ich ein paar Globen. Das ist ein alter Globus, der
ist einer Freundin runtergefallen, war kaputt und dann haben wir eben Lampenschirme draus gemacht und ich finde das super. Das hier oben ist die Kuchenbackschale, mit der meine Oma immer meinen Lieblingskuchen gebacken hat. Und heute wird man Aluminium nicht mehr nutzen und ich wollte die aber nicht wegwerfen, von daher ist das eine Lampe geworden. Dann ist hier so meine Küche und also meistens koche ich auch draußen bei der anderen Küche, wo einfach die schöne Aussicht ist. Aber hier habe ich einfach, kann ich Tee kochen. Und ich liebe das, Dinge einfach wirklich wieder zu verwenden. Also oft nehme ich losen Tee, aber wenn ich Teebeutel nehme, dann trockne ich die und tauche die in altes Wachs, so Wachsreste und nehme die als Kaminanzünder. Und ich liebe das, wenn man Dinge eben, ja, wiederverwenden kann. Pappschachteln fülle ich mit Holzspänen und da kann man auch eben im Winter Briketts für den Kaminofen machen. Und da bin ich immer am Suchen nach möglichst ökologischen Wegen. Ja, Abfall vermeidet, ganz geht es in unserer Welt nicht, aber eben wenigstens so viel wie möglich. Ne? Jeden Tag gehen Millionen Mädchen zur Schule, wenn sie können. Für viele Mädchen in Afrika bedeutet der Beginn der Periode oft das Ende ihrer Schulbildung. Es fehlt an Geld für Hygieneprodukte, es gibt keine Rückzugsorte in der Schule und die Angst vor Flecken oder Spott ist groß. Aus Scham und Unsicherheit bleiben sie zunächst tageweise zu Hause, bis sie irgendwann ganz aufgeben. Damit verlieren sie nicht nur ihre Bildungschancen, sondern oft auch ihre Zukunft. Mein heutiger Werbepartner The Female Company hat den Mädchen der Schule in Uganda, die ich mit meinem Verein Weltverbunden unterstütze, ein Paket mit Periodenunterwäsche gespendet. Diese Periodenpanties sind waschbar, auslaufsicher und bis zu 12 Stunden tragbar. Keines unserer menstruierenden Mädchen muss jetzt aus Scham zu Hause bleiben und den Unterricht verpassen. Die Panties geben nicht nur Schutz, sondern auch Selbstvertrauen. Und auch ich bin ein großer Fan dieser Panties. Sie sind super angenehm zu tragen und trotzdem stylisch. Keine Periode mehr ohne Periodenunterwäsche. Ein großes Dankeschön nochmal an die Firma The Female Company für ihre großzügige Spende. Und meinen Rabattcode für deine Bestellung findest du wie immer in der Videobeschreibung. Das ist meine Teebeuteltrockenschale. Manchmal trockne ich da drin auch Orangenschalen, die nutze ich für Wäsche. Also ich wasche mit Waschnüssen und die Orangenschalen machen einfach, dass es ein bisschen besser riecht. Hast du hier auch eine Waschmaschine Ja, drauf? unten im Keller. Der Traum war eigentlich gar nicht nur Wohnen für mich, sondern immer auch andere Menschen mitwohnen zu lassen. Und das Boot war relativ günstig, also das sollte 25.000 Euro kosten. Ich habe das bei eBay gefunden und nach ein bisschen Verhandeln war es dann bei 15.000. Und beim Umbau habe ich irgendwann mal aufgehört zu rechnen. Weil es einfach irgendwann mal war klar, das Budget, was ich ursprünglich hatte, das haben wir überschritten schon nach einem Jahr. Und dann hat es mich irgendwie zu sehr belastet zu wissen, wie viel das war. Und ich habe einfach, immer wenn ich Geld hatte, habe ich weitergebaut und ich habe es nie zusammengerechnet. Aber es waren mehr als 15.000. Hier hoch geht es in meinem Büro. Da habe ich absichtlich die Stufen abgebaut, damit ich einfach ein paar Mal am Tag richtig große Schritte machen muss, was einfach gut für die Hüfte und für die Beweglichkeit ist. Und ich sitze ja viel als Autorin, als Coach und deswegen habe ich mir so einfach verschiedene Orte geschaffen, wo ich auch im Gehen schreiben kann, und hier ist mein Laufband, da oben kann ich einen Laptop hinmachen und dann kann ich bei bis zu 3,5 Stundenkilometer, schneller schaffe ich es nicht, also im Gehen schreiben. Und das ist einfach was ich super hilfreich finde, eben nicht nur zu sitzen. Manchmal sitze ich auch hier, also auf so einem Wackelstuhl, einfach um dem Körper eine Chance zu geben, sich wirklich so verschieden zu bewegen und nicht so fest zu sitzen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber also ich würde sagen, ich bin so 5%, 10% langsamer, als wenn ich im Sitzen schreibe. Aber dadurch habe ich eben einfach die Bewegung. Und das ist mir einfach wichtig, weil so eins meiner Lebensziele ist, eine coole 90-jährige alte Lady zu sein. Und da braucht man auch einen fitten Körper für. Ich arbeite als Coach, das ist quasi so meine Haupteinkommensquelle. Also ich coache Menschen, die neue Perspektiven suchen und die
oder die Ängste und Blockaden loswerden wollen. Sind so meine Kerngebiete. Ich habe auch Online-Trainings, die ich gebe, und das ist so mein Einkommen. Und an und für sich ist der Lebensstil hier nicht teurer als an Land. Also ich zahle weniger Miete für die Liegeplätze, als ich für eine Wohnung zahlen würde. Heizung ist günstig. Ich heiz mit Pellets und mit Holzresten, die ich aus der Spree fische. Und ja, sonst habe ich eben eigentlich verhältnismäßig wenig Kosten. Und Strom mache ich selbst, weitgehend. Und in Zukunft noch mehr. Also von daher ist eigentlich so mein Lebensstil günstiger, als wenn ich in einer normalen Wohnung an Land wohnen würde. Wie gesagt, hier ist zum einen der Raum für mich, wenn ich einfach so Zeiten habe, wo ich, ja, morgens habe ich meistens so, im Winter zumindest, im Sommer bin ich natürlich draußen, aber im Winter ist das so mein Ort, wo ich zur Ruhe komme, wo ich aufs Wasser schaue, wo ich nachdenke, wo ich schreibe, wo ich reflektiere. Und ansonsten habe ich hier meine Coachings. Ich coache auch viel per Zoom, von daher sitze ich dann hier und die anderen Menschen sitzen in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer. Und ja, ganz spannend ist dieses Wohnzimmer, das war ursprünglich das Deck von dem Schiff. Das ist ein ehemaliges DDR-Marineboot. Und später wurde noch eine Etage drauf gebaut als Ausflugsdampfer. Und es hat von da hinten bis ans andere Ende 40 Zentimeter Gefälle. Und also quasi bis zum Eingang, vom Eingang bis zum Ausgang an Deck sind es 40 Zentimeter. Und von der Mitte zur Seite sind es 15 Zentimeter Gefälle. Und da einen Boden reinzubauen, der gerade ist, war also eine mittlere Herausforderung. Das ist von einem Ladengeschäft übrig gebliebener 30 Jahre alter Teak. Den hatten die ewig lang im Keller und ein Schreiner hat mir den dann besorgt. Und das ist einfach toll, weil ich würde kein Tropenholz abholzen wollen, aber welches das rumliegt, ist einfach schön. Ja, auch Raum, der effizient genutzt wird. Hier sind die Pelletsäcke für den Winter. Das heißt, ich habe noch welche im Nachbarschiff gelagert, aber ich kann die dann einfach hier nehmen, in den Ofen schmeißen und dann so ein Sack reicht je nach Wetter ungefähr für einen Tag. Das heißt, man braucht im Winter 2 Paletten voll. Ne? Und ist aber trotzdem immer noch weitaus günstiger als Heizöl und auch ein gutes Stück ökologischer. Wie kriegst du das denn hier alles hierher geliefert? Das ist gerade zurzeit mühsam. Bisher war das so, dass man einfach mit dem Lieferwagen, mit dem Gelände hierher fahren konnte. Und vor einem Jahr haben die Eigentümer von dem angrenzenden Gelände gesagt, dass niemand mehr auf das Gelände darf. Und wie ich es jetzt im Herbst mache, weiß ich noch nicht. Also vielleicht werde ich ein Boot mieten und die Pellets hierher bringen oder, also ich weiß es noch nicht, habe ich noch nicht gelöst. Also hier wird groß gebaut. Quasi mein Boot liegt vor der größten privaten Baustelle Berlins. Das ist das Behrens-Ufer. Das ist ein großes Projekt von einem Versorgungswerk für Ärzte und die bauen hier Büros und so weiter. Und ja, und die letzten 5 Jahre gab es eigentlich eine Regelung. Ich kann auch eine Zusage, ich kann immer zu meinem Boot kommen und ich kann auch immer Strom beziehen. Und dann wurde das einfach immer ein Stück schwieriger. Also zuerst hieß es, ich darf die Mülltonnen nicht mehr mit benutzen, die am Eingang von dem Gelände steht, obwohl die nie voll ist. Dann hieß es, ich darf keine Pakete mehr zu den Pförtnern schicken lassen, weil die keine Postdienstleister sind. Und ich dachte, oh, jeder Nachbar nimmt doch Pakete für Nachbarn entgegen. Irgendwann mal hieß es, die anderen Boote hier dürfen nicht mehr, die Besitzer von den anderen Booten dürfen nicht mehr über Land gehen. Und das war also immer jeweils ganz plötzlich, ohne Erklärungen vorher. Und ich hatte also, als die anderen nicht mehr über Land durften, war gerade eine Mutter mit ihrem Kind auf einem der Boote und die kam nicht mehr weg, weil es hier eben auf einmal nicht mehr erlaubt war. Und das war einfach sehr mühsam. Und ja, und dann irgendwann mal wurde mir eben auch verboten, über Land zu gehen. Und das wurde mit umfassenden Baumaßnahmen begründet, aber eigentlich wird hier an der Stelle, wo früher der Weg war, wird nicht gebaut. Und
Ich weiß es nicht genau, was die Motive sind. Ich kann nicht in die Herzen und die Köpfe von anderen Menschen gucken. Ähm, Ich denke immer, wenn man will, gibt es auch einen Weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war jetzt schon die letzten Monate einfach ein Stück mühsam, immer mit einem Beiboot hierher kommen zu müssen, alles zum Schiff bringen. Nicht mal schnell eben, wenn einem die Butter fehlt, einkaufen gehen zu können, sondern mit dem Beiboot an Land fahren, anlegen, dann zum Einkaufen gehen, dann wieder zurückfahren. Also das kann man nicht mal in 3 Minuten machen. Und ja, und jetzt vor einer Woche habe ich auf einmal gemerkt, ich habe keinen Strom mehr, habe die Bauleitung angerufen und die haben gesagt, nee, der ist jetzt gekappt worden. Ich habe keine Erklärung bekommen. Es gab Absprachen, dass ich immer Strom haben würde. Und ich weiß es nicht, wer das entschieden hat, dass das nicht mehr der Fall ist. Also die Verantwortlichen habe ich noch nicht erreicht. Und das ist einfach ein Stück, ja, es ist enttäuschend. Also es ist für mich so, zum einen empfinde ich es als nicht professionell, sowas von einem Tag auf den anderen zu machen, zu sagen, oh, die Zuwägung muss aus irgendwelchen Gründen wegfallen in den nächsten 14 Tagen. Das ist was anderes, als zu sagen, so ab sofort haben Sie keinen Zuweg mehr. Also ich glaube, eine professionelle Handhabung wäre, Dinge mit Vorankündigung zu machen und Dinge mit Erklärung zu machen. Also hier ist das große Deck also auch für mich, aber auch wenn ich viele Gäste habe, ist das ein wunderschöner Ort zum Feiern. Gibt einen Grill, man kann hier total schön aufs Wasser schauen. Also ich liebe das einfach. Ja, das sind ein paar von den Solarpanelen und die muss ich jetzt eben ja, weiter ausbauen, weil mir leider der Landstrom, den ich hatte, jetzt gekappt wurde. Und von daher darf ich jetzt da hier noch ein bisschen aufrüsten. Und auf der linken Seite wird ganz viel gebaut, auf der rechten gibt es, glaube ich, noch nicht mal Baugenehmigungen. Also das liegt eher brach. Und hier ist mein zweites Schiff. Das ist die Edelweiß. Das ist ein altes Frachtschiff, ein sogenannter Fino-Maßkahn, der eben früher Kohle, Stein, Holz transportiert hat, 100 Jahre alt ist und einfach so quasi so die Berliner Industrialisierung letztlich mitgeprägt hat. Also hier war ja ein großer Industriegürtel, hier ist AEG entstanden, hier in Schöneweide und da waren eben diese Schiffe eigentlich, ja, die sind auf dieser Lebensader oder dem Industriegürtel langgefahren, haben dann eben ihre Sachen ausgeladen. Und ich möchte einen Energieort draus machen. Oder ich zeige dir es innen drin. Das ist der Eingang in die Edelweiß. Jetzt brauchst du wahrscheinlich ein bisschen Fantasie. Das ist quasi der Vorraum oder das wird der Vorraum. Da will ich irgendwie eine schöne Sitzecke drin haben. Ein Ort, quasi eine Art kleinen Empfang. Und hier unten, man sieht es vielleicht, wir haben das alte Blechdach erneuert und haben da eigentlich schon Fenster drin. Augenblicklich ist noch eine Folie drauf zum Schutz, weil das Dach nochmal erneuert werden muss. Also mir liegen sehr die Menschen am Herzen, die so Long-Covid haben oder einfach diese ganzen Energiekrankheiten, wo man einfach keine Energie mehr hat, chronische Erschöpfung und sowas. Und es gibt richtig tolle Geräte, die Leute wieder fit machen, aber das wird oft nicht von den Krankenkassen bezahlt. Und meine Idee, mein Konzept ist, dass hier ein Ort entsteht für die ganzen Leute, die es sich leisten können. Die dürfen 20% mehr zahlen, damit ich dann eben auch Menschen das Angebot machen kann, die einfach berentet sind wegen Krankheit. Also es ist wirklich Handarbeit und man muss einfach gucken, wo sind noch Teile, wo wirklich loser Rost ist. Zum Beispiel hier, fällt da noch ein bisschen Rost ab. Und jetzt gerade im Sommer, wo ich jetzt an dem anderen Schiff auch arbeite, biete ich das auch an, dass man auch kommen kann, mithelfen kann am anderen Schiff und dass man dann irgendwo einen Deal findet, Wohnen gegen Helfen oder sowas. Hier ist der Seminarraum oder auch der Gästeraum. Also
Hier kann man im Winter ganz gemütlich sitzen und einen Kamin genießen. Hier sind auch einige von meinen Büchern aus dem Verlag. Die meisten habe ich in einem Lager, aber hier ist gerade noch mal einiges gestapelt. Und wenn Gäste hier sind, können die eben sich hier aufhalten. Und ich kann auch kleinere Seminare mit so bis zu 10 Leuten hier machen. Und hier geht es eben runter in den Keller oder in Unterdeck, wie das auf Schiffssprache heißt. Ich mache mal Licht an. Ich habe ja viele Gäste hier, die einfach kommen, eine Auszeit zu machen. Und ich habe quasi ein großes Gästezimmer. Das ist hier. Ups. Und da muss ich gerade noch die Betten beziehen für den nächsten Gast. Oder erstmal die Bettwäsche wegtun. Die gehört hier rein. Ich gerade 2 Gäste hatte, die sind erst abgereist. Und Dienstag kommt die nächste junge Frau. Und hier ist sozusagen Gästekoje. Wenn ich eben mehr Besuch habe, dann kann man hier übernachten. Und ja, und das ist richtig kühl. Das ist auch im Winter tatsächlich kühl, wird nicht geheizt. Aber im Sommer ist das richtig schön, herrlich ruhig. Oh, in Berlin ist es extrem schwierig, Liegeplätze zu finden. Angeblich suchen 10.000 Menschen nach einem Liegeplatz. Deswegen hat man die ganze Situation in der Rummelsburger Bucht, wo Menschen eben dann ankern und in Gruppen ankern und alles Mögliche. Und viele von denen würden einen legalen Liegeplatz nehmen, wenn sie einen hätten. Es gibt auch welche, die sagen, die lieben dieses autonome Leben mit dem Ankern und so weiter. Aber ganz viele sagen, wenn sie einen Liegeplatz hätten, würden sie den total gern nehmen. Aber es gibt eben kaum welche. Und ich habe ein Jahr lang gesucht, bis ich den hier gefunden hatte. Weil für so ein Boot einen Liegeplatz zu finden, das ist 25 Meter lang. Das ist also richtig, richtig schwer. Liegeflächen, wenn man die vom Land mieten kann, sind gar nicht so teuer. Aber ich musste hier eine richtig große Ablösesumme zahlen an den Vorpächter, weil der hier halt auch die Galgen gebaut hat und weil halt auch so ein Liegeplatz wirklich viel wert ist. Also es gab Menschen, die hier gelebt haben, also als wir einfach noch Zuwägung hier hatten. Und die sind leider jetzt alle weggezogen, weil es ihnen zu umständlich wurde. Also ich hatte bis vor einem Jahr, konnte ich einfach hier durchlaufen zur Straße. Und jetzt muss ich halt immer mit dem Beiboot fahren. Und da sind leider meine ganzen Mieter, die hier quasi auch Flächen gemietet hatten, die sind alle weg. Und jetzt sind noch 2 Jungs da, die haben eben diese beiden Boote. Und eine Freundin, die hat da vorne ein kleines Boot, die sind aber einfach nur recht selten da. Was echt schade ist, also weil es war einfach schön, man konnte mit den Nachbarn abends mit einem Glas Wein da sitzen oder sich mal helfen, hast du ein paar Kartoffeln da oder hast du noch Milch? Und das geht jetzt gerade alles nicht mehr. Und ich hoffe aber, dass es irgendwann mal wieder geht. Also Leute, die einen Liegeplatz suchen, können sich bei mir melden. Klar, logisch. Ne? Ich darf hier nur ein paar Boote liegen haben vom Wasserschifffahrtsamt aus und das eignet sich eigentlich nur für große Boote. Ab und zu mal fragen Leute, kann ich ein Ruderboot hier liegen haben? Und das ist einfach, weil da eine sehr hohe Spundwand ist das eigentlich nur für klassische Hausboote geeignet oder für große, hohe Boote. Hier fülle ich mal Wasser rein und wenn ich dann Kaffeemaschine befüllen will, geht das ganz einfach. Es gibt Versorgungsschiffe, die kann man auch bestellen und dann kommen die und tanken einen die Tanks voll. Und bei Trinkwasser mache ich es aber so, dass ich das einfach in der Regel wirklich schleppe. Also man braucht nicht viel. Also ich brauche 3 Liter am Wasser für Tee und Kaffee kochen und für Gemüse waschen. Und damit komme ich klar. Also von daher schleppe ich das meistens tatsächlich her. Wo ist dein Schlafzimmer? Das ist hier unten. Also ist gut versteckt. Mein Bootsbauer sagte, weil es von hier oben nach hier unten sind ja 3 Meter Höhenunterschied. Und mein Bootsbauer sagte, hier muss ein Geländer hin. Und ich so, in mein Wohnzimmer kommt kein Geländer. Und dann haben wir uns also ein paar Wochen lang daran aufgerieben. Und irgendwann haben wir gemeinsam diese Lösung entwickelt. Dass eben hier die Pellets drin sind. Und hier kann man dann eben ins Schlafzimmer gehen.
Eine befreundete Künstlerin, die hatte von einem Auftrag noch ein bisschen Blattgold übrig und hat mir diese Wand so wunderschön golden gemacht. Und du siehst ja, so ein Schiff ist ja nie gerade. Also dieses Schiff ist hier hinten breiter als vorne und es ist oben breiter als unten. Das heißt, die Schubladen hier unten, die sind ganz schmal und klein und aber auch schräg. Also die ist hier vorne enger als hier. Und die weiter oben sind viel größer. Also das ist eine Meisterleistung. Oder im Schrank ist es so, Kleidung ist hier und Pullis sind dahinter. Weil da hinten eben mehr Fläche ist, aber andersrum geht es einfach nicht. Ne? Das ist eine kleine Infrarotsauna, die habe ich mir bei eBay gebraucht gekauft. Und an kalten Wintervormittagen ist das wunderschön. Erst ein paar Minuten in der Sauna zu sein und dann ins Wasser zu hüpfen. Also eigentlich im Sommer und Winter gehe ich eigentlich ins Wasser und starte den Tag so. Aber im Winter manchmal mit ein bisschen Wärme vorneweg. Und das liebe ich so. Ich habe auch einen Blog zum Schreiben. Also oft sitze ich in der Sauna und schreibe ein paar Gedanken, und bevor dann der Tag startet. Also es ist so, dass man in Deutschland nur Immobilien als feste Meldeadresse haben kann. Also irgendwas, was sich nicht bewegt. Ja, ich bin weiter in meiner ursprünglichen Wohnung gemeldet. Die habe ich an Freunde untervermietet. Aber es ist eben immer noch meine Wohnung. Und ja, und damit habe ich eine offizielle Meldeadresse. Ich bin da auch regelmäßig und hole meine Post ab und ja.